Wir haben uns wieder ein Projekt überlegt, wir wollen eine Nebelmaschine bauen für unsere Videos. Dazu brauchen wir, oder haben wir uns gebaut, eine Gussform. Wir brauchen eine Heizspirale aus einer Waschmaschine mit einem Thermoschalter. Wir brauchen ein Rohr. Wir haben das aus dem Kühlschrank rausgebaut, wo wir quasi das Liquid durchschießen. Eine Pumpe, das Liquid. Dann bauen wir uns einen kleinen Ofen. Wir brauchen natürlich Aluminium zum Einschmelzen. Dann haben wir unter anderem die Schienen von dem Geländer. Wir haben einen Schmelztiegel, das ist einfach nur ein Topf. Wir haben einen Zylinderkopf. Wir haben einen Fahrradrahmen und wir haben natürlich Kohle zum Befeuern. Und jetzt werden wir hier einmal unseren Ofen aufbauen und das Ganze schmelzen. Es ist flüssig. Es schmilzt. Brennt. Ach, doch ein Stein im Topf. Guck mal, die Steine sind alle im Arsch. Die kannst du nachher alle wegschneiden. Guck dir die Scheißen an. Scheiße, wo kommt das her? Wieso fließt hier alle auf dem Boden rum? Ja, jetzt kann man nichts machen, ne? Ja, jetzt RIP. Kann man nichts machen. Ist der Topf kaputt? Hat der ein Loch oder was? Ja, das wird dann durchgebrannt sein. Ja. Das fließt gerade aus dem Topf raus hier. Sieht aber cool Ja, aus. okay, aber das könnten wir theoretisch noch. Das, ja, Nicht mehr heute, lassen aber- und dann, genau, zieh das mal da raus. Uns ging nämlich das Dings zu Ende. Uns Brennmaterial. ging das Brennmaterial zu Ende. Jetzt ist das in das Rohr hier reingelaufen, gell? Das ist schlecht. Der Föhn hat das quasi abgehalten. Ja, das ist ganz dünn. Ja, das ist ein perfektes Stück zum Eingießen hier. Also wir haben jetzt unseren Ofen gebaut. Haben wir hinten den Föhn mit dem Stahlrohr im Boden eingegraben, dass die Luft von unten an unseren Ofen kommt. Das Ganze schön abgedichtet. In der Mitte ist unser Feuerlöschtiegel. Die Stange da quer geht durch den Tiegel durch, dass man den rausheben kann. Und oben haben wir ein bisschen abgedeckt, damit die heiße Luft nicht gleich oben rausgeht, sondern es dann nochmal rum und die ganzen Kohlen da gut angehen. Also im Vergleich zum letzten Mal haben wir jetzt auf jeden Fall mal einen dichten Ofen. Das Luft kann jetzt nur noch unten rein und oben wieder raus und durch die Kohlen durch. Ja. Und unser Schmelztiegel hält jetzt hoffentlich auch. Lass uns was, du Pickets.
Herdplatten kriege ich da Nägel dran, rein. Ganz gut. So. Erst das erste Ding hast du drin. Ich glaube, das verflüssigt sich sofort. Das ist der Lack. Der Lack brennt da. So, jetzt hau ich das hinterher. Boah, stinkt das. Können wir jetzt mal reinstellen, das ist schlecht, ne? Das Ding ist, hat sich gleich so weit verflüssigt, dass wir das hier gleich reinmachen können. Und go! Und go! Wir wollen das mal durchhalten, oder? Oben ist Schlatte, oder? Ja, und jetzt der Marcel soll ich das. Warte mal. Ja, dann auf geht's. Ja, los. Ja, sieht gut aus. Absenken, absenken, genau. Weiter absenken. Einfach sauber reinmachen. Nicht ins Heizelement rein. Weiter, weiter absenken. Nicht oben ins Heizelement rein. Ja, ja, das passt gut, passt gut. Oh. Ja, weiter so. Nicht so viel kippen. Kurz warten. Gut, weiter kippen, weiter kippen. Geht nicht, jetzt muss man langsam mal hinten ein bisschen erhöhen. Oh, und das war's. Noch ein bisschen. Ich würde gerne noch einmal kippen. Ja. Einfach. Gut. Da kommt so ein Klumpen mit raus. So, jetzt Der Rest nehmen wir das. da. Okay, weg da, weg da, weg da. Jetzt machen. Altes Gummi da. Dass das Gummi abbrennt, war klar. Also wir haben unsere Nebelmaschine jetzt ausgegraben. Dödel. Haben die ein bisschen sauber gemacht. Haben gerade geprüft, dass das Rohr noch durchgängig ist, dass das nicht verstopft ist. Haben wir einen Kompressor da mal dran gehalten, da kommt gut was durch. Und zunächst müssen wir jetzt die elektrischen Anschlüsse uns angucken. Da sind leider die ursprünglichen Anschlüsse, die hier dran waren, weg nach dem Guss. Weil da Kunststoffisolierungen drin waren, die geschmolzen sind. Und jetzt flexen wir das ab und hoffen, dass wir da an die Anschlüsse der Heizspule wieder rankommen. Und dann müssen wir das anschließen. Dann müssen wir einmal gucken, dass wir keinen Schluss haben zwischen zwischen dem eigentlichen Heizdraht und dem ganzen Rest. Weil das alles Metall und dann, wenn das alles unter Spannung steht, ist das nicht gut. Perfekt. Ja. Und dann sehen wir mal, ob das geglückt ist. Kriegt das die ganze Zeit in die Fresse, die Scheiße wieder ab. Wir gucken jetzt, wie wir unser Heizmodul, unsere Pumpe und unser Nebelfluid auf dieses Brett bringen und das Ganze anschließen und verbinden. Stromanschluss. Die Heizung samt Durchlaufhitze ist hier auf das Brett gespackst und mit der Zuleitung verbunden. An der Seite der Heizung befindet sich der kleine Sicherheitstemperaturbegrenzер, der bei 250 Grad abschalten sollte. Was wir da noch an Draht haben, ist dann ein Thermometer, was Vincent in der Hand hält. Und wo wir die Temperatur ablesen, um zu überprüfen, ob das Ganze auch abschaltet. Hoffentlich. Hoffentlich. 55 Grad. 140. Wir sind auch direkt im Heizelement gewesen. Ne? Hier außen ist halt außen. Ja, da sind so 100,
10. Wir haben jetzt da unser Thermoelement angeschlossen. Dann haben Aber wir da provisorisch haben wir das angeschlossen. so eine Glimmlampe angeschlossen, um zu gucken, ob da noch Saft drauf ist. Und dann haben wir unseren zweiten Thermoschalter provisorisch mit einer Schraubzwinge und einer Pumpenzange an unserem Heizkörper befestigt. Und natürlich die Glimmlampe auch. Das eine Kabel mit einer Zange und das andere mit einem Schraubenzieher beschwert, damit das die Kontakte... Oh, wir haben 140 Grad. Oh, jetzt fängt es an zu knacken. Liebe Ängste. Wir haben eine Kamera dabei. Also wenn das passiert, dann ist es wenigstens. Hat es auch gelohnt. So Beweise. Die Pumpe pumpt die Scheiße durch den Schlauch, durch unseren Durchlaufhitzer und vorne kommt dann Nebel raus. Und jetzt testen wir es zum allerersten Mal. Klammern hoffentlich. Wir haben hier so einen tollen Schalter. Kannst du mal kurz hochhalten? Bedienelement. Oh, da kommt schon der Nebel. Oh. Und es läuft raus. Und zwar gar nicht so knapp. Sollen wir das vielleicht mal richtig machen noch? Ja. Ich kann auch noch ein bisschen rücken. Aber das Kabel ist ja noch... Oh, die Lampe ist aus. Die Lampe ist aus. Lampe ist aus. 180. Ja. Bist du bereit? Bin bereit. Ich hab's ausgemacht, weil es so komische... Kannst du aber noch rein? Ich hab's ausgemacht. Mal Gas. Oh, der wird. Halt mal bitte die Hand vor, ob das Dreck rauskommt. Ja. Das Kacke ist zu kalt. Zu kalt. Wir hauen den ganzen Dampf hier in die Bude. Es ist zu kalt. Zu kalt. Jetzt gut. Es war eben zu kalt. Ja, dann ist das für diesen hohen Durchfluss, die die Pumpe macht, nicht heiß genug, ganz einfach. Das hat jetzt auch da nur noch 160 Grad. Wenn das halt vorher 250 hatten das genau, Leute vorschlagen. Ja, oder 260 oder was, dann ist das halt anders. Auch viel besser. Das war ein bisschen zu viel Druck, oder? Das ist die Schlauchstelle. Aber die Temperatur war gut. Die Schlauchstelle ist einfach auseinander. Das ist hier abgeflogen. Also ausgestellt ist es schon. War hier dran. Jetzt ist da überall dieses Nebelfluid, ey, was anderes auch. Aber guck mal, der Gegendruck. Der Gegendruck. ist Und jetzt stramm. hat er auch richtig Der hat richtig gepustet. ausgeschisst, ey. Das ist war die richtig- Temperatur, die wir das brauchen. ist das, was wir brauchen. Und hier brauchen wir eine Schlauchstelle, die hält. Aber mal eine richtige. Also wir haben jetzt eine Kiste für unsere Nebelmaschine gebaut. Da haben wir einen Hauptschalter mit einer integrierten Glimmlampe, dass man sieht, dass da Spannung drauf ist. Und wir haben eine weitere Glimmlampe, die parallel zu unserem Heizelement geschaltet wird, dass man sieht, wenn das Heizelement an ist, und wenn die halt ausgeht, dann weiß man, dass das Heizelement fertig ist und damit auf Temperaturen, dass man dann nebeln kann. Ja, und da drin müssen wir noch die Verkabelung machen. Ey, die andere Seite! Die andere Seite!